wir schulden unseren Eltern gar nichts. Da waren mal irgendwann 2 Menschen, die sich dazu entschieden haben, ein Kind zu bekommen, mit allen Konsequenzen, die das mit sich bringt, es zu versorgen. In einer Eltern-Kind-Beziehung haben immer die Eltern die Beziehungsverantwortung. Die müssen die Beziehung pflegen. Ich mag immer diesen Spruch nicht, es ist nie zu spät für eine gute Kindheit. Doch, ist es. Das ist einfach verpasst und das darf Trauer auslösen, Trauer um Vergeblichkeit. Wir werden das nicht mehr kriegen, was wir nicht bekommen haben. Wir werden diese mütterliche Fürsorge oder diese väterliche Orientierung, wir werden das nicht mehr bekommen, wenn wir das nicht bekommen haben. Und dass wir jetzt aber ein Leben lang weiter darauf hoffen, dass es nicht abgelöst sein. Es gibt Sachen, die sind unverzeihlich und das ist okay. Wir können auch inneren Frieden finden, wenn wir nicht verzeihen. Mindseed mit Leon Heimann. Hanna Blankenberg ist Psychologin und beschäftigt sich mit einem Thema, über das in Familien oft erst gesprochen wird, wenn es eigentlich schon eskaliert ist. Kontaktabbruch. Denn kaum jemand bricht den Kontakt zu seinen eigenen Eltern, Kindern oder Geschwistern einfach so ab. Oft liegen Jahre voller Konflikte, Enttäuschung und verletzter Grenzen dahinter. Gleichzeitig kann ein Kontaktabbruch selbst tiefe Wunden hinterlassen, auf beiden Seiten. Und genau das macht dieses Thema so schwierig. Wann ist Abstand ein notwendiger Selbstschutz? Und wann geben wir eine Beziehung auf, die vielleicht noch zu retten wäre? Ich wollte mit Hanna sprechen, weil familiäre Beziehungen wahrscheinlich zu den prägendsten Beziehungen unseres Lebens gehören und wir unsere Familie gleichzeitig nicht aussuchen können. In diesem Gespräch wollte ich deshalb verstehen, warum Familien an einen Punkt kommen, an dem Menschen keinen anderen Ausweg mehr sehen. Welche Dynamiken führen dorthin? Und wann kann ein Kontaktabbruch sinnvoll sein? Gibt es einen Weg zurück, wenn der Kontakt einmal beendet wurde? Diese und andere Fragen beantworten wir in dieser Podcast-Session. Und wenn die Gespräche wie dies dir gefallen, dann würde ich mich wirklich sehr darüber freuen, wenn du den Podcast einmal kostenlos auf Spotify oder YouTube abonnieren würdest. Da unterstützt du den Kanal und sorgst dafür, dass wir weiterhin solche Gespräche führen können. Ich wünsche dir viele spannende Erkenntnisse bei dieser Folge Mindseed Podcast, deinem Ort für mentale Gesundheit und persönliche Entwicklung. Hanna, viele Erwachsene glauben, sie hätten sich längst von ihren Eltern gelöst und merken trotzdem, dass ihre Eltern noch immer ihr Denken, ihr Fühlen und ihre Beziehungen beeinflussen. Woran erkennt man, dass man emotional wirklich erwachsen geworden ist und woran, dass man noch verstrickt ist? Ja, woran erkenne ich, dass ich doch noch irgendwie verstrickt bin? Ich würde sagen, vielen Menschen fällt es auf, wenn sie so in ihrer Lebensmitte angekommen sind und irgendwie so den ganzen Plan, den man so hat, abgehakt haben, so die Bucketlist abgehakt haben, so irgendwie Beziehungen, ja, vielleicht Ehe, Kinder, wenn das der Plan war, irgendwie Eigenheim und ein Job. Ja, man ist irgendwie so vermeintlich gefestigt und erwachsen. Ja, man ist auch schon ausgezogen und so weiter. Und stellt dann aber irgendwie fest, ja, aber irgendwie bin ich doch nicht glücklich. Irgendwie, also ist auch bei meinen Klientinnen, die sitzen dann da und sagen, ja, ich habe aber jetzt doch alles so gemacht, wie man es machen muss und wie man es irgendwie so macht, was so der Plan und der Lebensentwurf ist. Aber irgendwie bin ich nicht glücklich und frage mich, war das jetzt schon alles? Ja, und manchmal ist es so, dass sie dann feststellen, ja, wir haben vielleicht gar nicht unser eigenes Leben gelebt, sondern eher das, was andere von uns erwarten und vielleicht, was uns eben durch das Elternhaus mitgegeben wurde, was da so die Erwartungen waren, welche Funktionen, welche Rolle wir erfüllt haben und vielleicht stecken wir da eigentlich immer noch drin, obwohl wir längst ja vermeintlich unabhängig sind, einen eigenen Job haben, ausgezogen sind und so weiter. Du hast gesagt, vielleicht hatten wir einen Plan und dann ist der Plan sozusagen aufgegangen und dann merken wir, dass es gar nicht unser Plan war. Also auch die Frage so ein bisschen, wo kommt der Plan her? Ja. Ne? Ja, voll. Ja, und das darf man ja dann spätestens dann, wenn man irgendwie feststellt, okay, Mist, ich sitze jetzt hier und irgendwie bin ich doch nicht so erfüllt. Ja. Spätestens dann darf man sich natürlich mal fragen, welchem Plan bin ich da eigentlich gefolgt? War das meiner? Du hast ja selber Kontakt abgebrochen zu deinen Eltern. Und war das dann bei dir auch so, dass du irgendwann gemerkt hast, ich bin einem Plan gefolgt, der nicht meiner war? Oder wie war da der Prozess bei dir? Vielleicht kannst du uns mal rein diese Story nehmen. Ja, also ich glaube, bei mir war es anders.
Ich habe Kontakt abgebrochen, weil ich irgendwann einfach gemerkt habe, ich ertrage diese ständigen Grenzüberschreitungen nicht mehr. Und da gab es und gibt es mit Sicherheit auch immer noch, also ich bin auch nicht am Ende meiner Reise, aber da gab es auf jeden Fall auch viele Verstrickungen, die noch gelöst werden mussten. Und manchmal ist es so, also Kontaktabbruch, das sage ich auch immer, Kontaktabbruch ist nicht die Lösung. Kontaktabbruch ist nie die Lösung und das ist auch nicht pauschal irgendwie zu empfehlen, ja. Aber es kann ein Teil und sogar ein wichtiger Teil der Lösung sein, wenn man eben in dem Kontakt gar nicht die Chance bekommt, zu heilen oder sich weiterzuentwickeln und sich abzulösen. Und das ist eben manchmal der Fall, nicht immer. Ablösung ist grundsätzlich ganz unabhängig davon, ob Kontakt besteht oder nicht. Ja, es kann sogar sein, dass die Eltern längst verstorben sind und ich trotzdem nicht wirklich abgelöst bin und immer noch alte Erwartungen erfülle, alte Rollen erfülle und so weiter. Genau, aber es kann eben ein Teil sein, der mich zu Weiterentwicklung und Heilung führt, weil ich dann eben mal eine Pause habe von diesem ständigen wieder getriggert werden, von diesem ständigen wieder reingezogen werden in diese Verstrickungen und in dieses, ich sag mal, Familientheaterstück. Ja, wir haben ja alle so eine Familie und jeder hat so seine Rolle darin. Und die Menschen merken das meistens spätestens so an Weihnachten oder an irgendwelchen Feierlichkeiten, wenn die dann zusammenkommen. Die betreten das Haus ihrer Eltern oder kommen mit denen zusammen und merken, ich bin auf einmal wieder das Kind, ja. Ich bin auf einmal wieder das Kind, ich bin auf einmal wieder irgendwie die Tochter, die es irgendwie schon immer ihrem Vater beweisen musste oder der Sohn, der immer noch irgendwie der Mutter irgendwie einen Gefallen tun muss. Ja, die rutschen sofort wieder in diese alte Rolle rein und schaffen das eben nicht, das losgelöst davon zu betrachten, dass jetzt eben jeder autonom voneinander, also unabhängig voneinander ist. Und da kann es eben manchmal notwendig sein, dass man sich ein Stück weit daraus entfernt. Und das muss nicht mit Kontaktabbruch sein, auf gar keinen Fall. Es kann auch einfach dadurch sein, dass ich mich mal frage, welche Dosierung an Kontakt tut mir denn gut? Was ist denn noch ausreichend dafür, dass ich mich trotzdem auf meinen eigenen Weg machen kann und nicht ständig eben wieder getriggert werde von diesen alten Geschichten? Du hast gesagt, dass bei dir in der Elternbeziehung so eine ständige Grenzüberschreitung und viele Verstrickungen stattgefunden haben. Vielleicht kannst du uns noch mal reinnehmen in diese Geschichte. Was genau ist da bei dir passiert? Also bei mir war das so, ich glaube, ich habe das, oder eigentlich muss man anfangen, ich hatte schon immer ein recht schwieriges Verhältnis zu meiner Mutter. Und das war schon immer ganz, ganz, ganz komisch, weil ich irgendwie ich hatte auch nie so eine Sehnsucht nach meiner Mutter, beziehungsweise hatte ich die wahrscheinlich, aber habe die irgendwann so ein bisschen gedrosselt oder versteckt. Und meine Mutter hat es auch gemerkt. Die ist nämlich damals auch zum Therapeuten mit mir gegangen und hat gemeint, ich wäre so eiskalt zu ihr. Und das fand ich, als ich das später erfahren habe, auch spannend, weil kein Kind ist eiskalt zu seinen Eltern eigentlich. Also da muss schon ein bisschen was vorfallen, damit das Kind so eine Mauer aufbaut und dann plötzlich. Ja, ich erkläre es mir in meinem Fall so, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, ich höre jetzt auf, hier um die Resonanz zu kämpfen, die Liebe oder Fürsorge oder was auch immer da nicht zurückgekommen ist. Ich mache dicht. Dann lasse ich mich lieber gar nicht darauf ein, als dass ich immer wieder verletzt werde in diesem, ich will es so gerne haben, aber krieg's einfach nicht von ihr. Und das ist natürlich eine ziemliche Verstrickung, die sich dann durch alles Mögliche, also auch durchs Erwachsenwerden zieht und so. Und wir haben ja im Grunde genommen mehrere Phasen der Ablösung von unseren Eltern. Die erste Phase beginnt so, wenn wir 1,5 Jahre alt sind, oder die erste Abnabelung ist eigentlich schon bei der Geburt, ne? Ja, wenn wir 1,5 sind, kommt so dieses, was wir gerne mal als Trotzphase bezeichnen, was eigentlich die Autonomiephase ist, die erste. Da entdeckt das Kind, ich bin ja ein ganz anderer Mensch. Ich bin ja gar nicht verschmolzen mit meiner Mutter oder meinem Vater, sondern ich bin ja ein eigener Mensch. Ich kann in eine eigene Richtung gehen, einen eigenen Willen haben. Und das ist so der erste Ablösungsversuch, dass das Kind so entdeckt, ich bin eine eigene Persönlichkeit. Und dann geht es noch ein bisschen weiter, ne? Dann kommt die nächste so im Grundschulalter und dann eben die Pubertät, wo dann wirklich so Zeit ist, die Idealisierung der Eltern aufzugeben und so sein eigenes Ding zum ersten Mal zu machen, auch wirklich konträr dagegen zu gehen, also auch zu sagen, nö, das, was die machen, passt mir gar nicht, ja, und ich mache mein komplett eigenes Ding. Und ja, und wenn da
alleine auch das war bei mir, ich würde sagen, schon erschwert. Ja, weil gerade auch dann, immer wenn ich versucht habe, so mein Ding zu machen, war irgendwas, was mich immer noch zurückgehalten hat. Ich habe auch sehr lange zu Hause gewohnt. Ich bin erst mit 26 ausgezogen. Und auch das war so eine gegenseitige Dynamik. Ja, also auch dieses, auf der einen Seite wollte ich immer weg, weil es ging mir da nicht gut und es gab immer Streit mit meiner Mutter und ich glaube, sie hätte mich auch gerne weggehabt. Und auf der anderen Seite hat mich auch keiner dazu unterstützt, ja, dass ich wirklich dann mal ausziehe und meine Sachen packe. Und dann war das immer für meine Eltern war das ein Vorteil, dass ich noch zu Hause war. Ich habe da immer schön auf das Haus aufgepasst und auf die Hunde aufgepasst, wenn die im Urlaub waren. Also es war irgendwie auch so ganz bequem. Und für mich war es auch ganz bequem. Ich musste keinen eigenen Haushalt führen, ich musste kein Geld für eine Wohnung aufbringen und konnte einfach bequem studieren von zu Hause aus sozusagen. Ne? Und auch da ist es immer so eine wechselseitige Dynamik, die sich dadurch eben, ja, die sich durch beide Seiten speist. Ne? Und genau, dass ich dann wirklich, also zum ersten Mal so richtig gegangen bin, war, als ich dann zu meinem damaligen Freund gezogen bin. Da bin ich ausgezogen. Und dann kam ich nochmal zurück, weil ich hatte da als Tänzerin Auftritt in der Nähe von da, wo meine Eltern wohnen und habe gesagt, ich möchte gerne noch mal 2, 3 Nächte dann hier schlafen für die Proben, dass ich nicht immer wieder 2 Stunden hin und her pendeln muss. Und da gab es den ersten großen Knall und da war ich schon schwanger. Das wusste meine Mutter nicht. Und da hat sie mich rausgeschmissen. Da hat sie gesagt, verschwinde endlich. Endlich ist es soweit. Ich gehe mit Mindseed auf Live-Podcast-Tour. Dieses Jahr wage ich den Schritt aus dem gewohnten Studio direkt zu euch auf die Bühne. Ich freue mich riesig drauf, dieses Herzensprojekt gemeinsam mit wunderbaren Gästen wie Dr. Jan-Uwe Rogge, Verena König, Dr. Britta Papay und Lutz Ulrich Besser live zu moderieren. Ihr werdet als Community fester Bestandteil der Show. Ihr könnt euch aktiv am Gespräch beteiligen und wenn ihr mögt, sogar selbst zu uns auf die Bühne kommen. Euch erwartet also kein klassischer Frontalauftritt, sondern ein gemeinsames Erlebnis auf Augenhöhe mit Raum für echten Austausch, auch über die Show hinaus. Ich kann es kaum erwarten, euch persönlich in Berlin, Hamburg, Stuttgart und Düsseldorf zu sehen. Ihr sichert euch eure Plätze, den Link zu den günstigsten Tickets findet ihr direkt in den Shownotes oder auf meinen Social-Media-Kanälen. Ich freue mich auf euch. Aber was ist da passiert? Ja, ich glaube, das war einfach, ich war ja schon weg sozusagen und vielleicht kam da auch mal so eine, weißt du, Eltern müssen sich ja dann auch für diese neue Lebensphase sozusagen vorbereiten. Das nennt sich auch manchmal Empty Nest Syndrom, ja, wenn dann die Kinder wirklich aus dem Haus sind. Dann beginnt wirklich eine neue Lebensaufgabe, dass sich zum Beispiel ein Paar, wenn es noch ein Paar gibt, dass die sich dann mit dieser neuen Lebenssituation, wir müssen uns jetzt nicht mehr um Kinder kümmern, die sind alle ausgezogen, jeder macht sein eigenes Ding, damit abfinden müssen. Und vielleicht waren meine Eltern dann nach so langer Zeit in dieser Phase und vor allem meine Mutter konnte vielleicht dann auch durchatmen, weil ich in Anführungszeichen endlich weg war. Und dass ich dann gesagt habe, also für mich war das auch so ganz normal irgendwie, ich habe das gar nicht hinterfragt, ich habe gesagt, ich schlafe halt nochmal 2 Nächte bei meinen Eltern immer in der Woche. Und ich glaube, das war für sie eine absolute Katastrophe. Das war dann wieder so, ich komme zurück und bin wieder in dieser Dynamik drinne, in dieser Dreierdynamik dann auch da mit meinem Vater und störe wieder so dieses Feld. Und ich glaube, das war dann so der ausschlaggebende Punkt, wo sie einfach da komplett dagegen gegangen ist, ja. Und dann war ich auch weg. Dann war ich wirklich weg, weil da war ich so verletzt und da habe ich auch gesagt, gut, also wenn du zu mir sagst, ich soll endlich verschwinden, dann verschwinde ich jetzt auch. Und da habe ich dann zum ersten Mal mit ihr den Kontakt abgebrochen. Ja, nur mit ihr, zu meinem Vater hatte ich da noch Kontakt. Ja. Bis heute. Bis heute, ja. Wobei es gab immer mal noch ein bisschen so On-Off-Phasen. Also dann wurde unser Kind geboren, da war sie, glaube ich, irgendwie 8 Monate alt und dann dachte ich auch so, na komm, wir starten noch mal einen Annäherungsversuch und so. Ja, es ist ja doch schön, wenn man mit der Familie Kontakt hält. Und dann war das aber auch, jeder Kontakt war einfach so konfliktbehaftet und man hat einfach auch diese Verstrickungen total gemerkt. Ja, also sie hat dann, ne, also das ist, wenn beide noch nicht wirklich reif sind. Also sowohl ich war noch nicht auf diesem emotionale Reife-Level, wo ich jetzt zum Beispiel heute bin. Und meine Mutter definitiv auch nicht. Also ob sie sich in der Zeit weiterentwickelt hat, weiß ich nicht. Aber damals auf jeden Fall standen sich eher 2 unreife Persönlichkeiten gegenüber. Und wahrscheinlich auch deswegen gab es einfach immer wieder Stress. Ja, weil es immer wieder, ja, diese Verstrickung zum Beispiel gab. Sie war dann eigentlich eine Großmutter, hat mich aber, glaube ich, nicht wirklich als Mutter meines Kindes respektiert und akzeptiert, sondern sie wusste halt alles besser. Und ich war dann von diesem Besserwisserischen angefasst, weil
ich mich ja auch abgrenzen wollte und ich bin jetzt selber Mutter und mache mein eigenes Ding und dann rutschst du aber wieder da rein, dass du in dieser Rolle wieder nur das Kind bist, was nie irgendwas richtig machen kann in den Augen deiner Mutter und dann gibt's einfach immer wieder diese Reibungspunkte, ja, wo dann auch teilweise ja starke Grenzen überschritten werden. Und das ist dann einfach das gewesen. Dann bei uns gab's dann noch zu Corona, gab's noch mal so ein Riesendrama beinahe, kann man sagen, wo ich was Schönes machen wollte für meine Großmutter und das dann total abgewertet wurde und niedergeschmettert wurde. Und das hat dann bei mir so wieder diese Wunde getriggert von, du kannst ja eh nie irgendwas richtig machen. In den Augen deiner Mutter machst du eh alles schlecht, bist eiskalt, hast keine Empathie, bist ein schlechter Mensch. Und wenn so eine Urwunde immer wieder angekratzt wird und du sozusagen immer wieder den Grind von der Wunde abreißt, dann ist es einfach schwierig, da wirklich Ruhe reinzubringen und zu heilen. Und deswegen sage ich auch immer, Kontaktabbruch ist nicht die Lösung, sondern das, was danach passieren darf an Weiterentwicklung und an Reife. Okay, ich fasse es nochmal zusammen. Also ihr habt ja dann mit 27, wenn ich es richtig verstanden habe, Kontakt abgebrochen. Du bist jetzt 36, das heißt, ihr habt 9 Jahre jetzt schon keinen Kontakt mehr? Nee, zwischendurch gab es nochmal diese On-Off-Phase, also jetzt so wirklich gar keinen Kontakt mehr seit 2020, so kurz vor Corona, bevor das da also alles 6 Jahre ausgebrochen ist. jetzt. Genau, ja. Und was würdest du sagen, was steht denn da im Raum? Also was ist die Ursache für diese Dynamik, die gar nicht funktioniert? Weil viele hören vielleicht gerade zu und sagen so, ja, ich kann mich damit identifizieren. Ich habe auch irgendwie immer nur Stress mit meiner Mutter und meinen Eltern. Ja. Habe jetzt aber vielleicht auch noch nicht den Schritt gewagt, jetzt den Kontaktabbruch zu machen. Ich würde gerne noch mal kurz einmal besser diese Ursache verstehen, die du ja irgendwo dann gesehen hast und akzeptiert hast, nehme ich an, um diesen Kontaktabbruch zu machen. Ja, die Ursache ist, glaube ich, einfach, ich war nicht mehr bereit, mich immer wieder verletzen zu lassen. Und da spielen ja ganz, ganz viele Faktoren mit rein. Also die Beziehung zu unseren Eltern ist ja geprägt und beeinflusst von so vielen Sachen. Letztendlich sind unsere Eltern, die haben ja auch eine eigene Geschichte und die bringen ja auch ein eigenes Päckchen mit. Und also ich würde sagen, es ist vor allem die emotionale Unreife und die kann ja wirklich aus vielen Dingen entstehen. Ja, also wir lieben ja heute beinahe schon die Bezeichnung Narzisst und Narzisstin. Jeder Narzisst ist emotional unreif, aber nicht jede emotional unreife Person ist auch gleichzeitig Narzisst. Aber also ich würde sagen, auf Seiten meiner Mutter hätte es auch noch einiges an Aufarbeitung ihrer eigenen Geschichte gebraucht, um das nicht mit in die Erziehung ihrer Kinder zu nehmen. Und das Tragische ist auch, ich bin eine von denen, die sagt, ja, meine Kindheit war aber eigentlich gut. Also es gibt ganz viele gute Sachen und ich erinnere mich auch an ganz viele gute Sachen zurück, auch mit schönen Gefühlen, die dann kommen. Ja, ich hatte eigentlich eine schöne Kindheit und es gab keine körperliche Gewalt oder so, ja. Wobei psychische Gewalt eben auch Gewalt ist, ne? Und wenn man dann eben ja gewisse Dynamiken hat, dass es zum Beispiel sowas gibt, dass die Mutter eifersüchtig auf die eigene Tochter ist. Ja, ich habe zum Beispiel mit 7 Jahren irgendwie gesagt, ich will meinen Papa heiraten, weil dadurch, dass ich natürlich keine gute Mutterbeziehung hatte, musste ich mir ja den anderen Part irgendwie krallen, ne? Und deswegen habe ich eine sehr gute Beziehung zu meinem Vater aufgebaut, was übrigens auch eine sehr typische Dynamik ist, weil auch Kinder von toxischen Müttern, muss man so sagen, die idealisieren gerne dann den Vater oder die idealisieren gerne den anderen Part. Ich habe auf jeden Fall eine sehr gute Beziehung zu ihm aufgebaut, habe mit 7 Jahren irgendwie gesagt, ja, ich möchte gerne irgendwann den Papa heiraten. Und das war für sie richtig schlimm, ja. Es war für sie auch richtig schlimm, wenn ich dann irgendwie Witze gemacht habe oder mit meinem Vater irgendwie sarkastische Dinge hin und her getauscht habe. Dann hat sie sich gemobbt gefühlt, hat sie sich ausgeschlossen gefühlt. Und das sind natürlich so Dynamiken, die sind einfach nicht gesund. Ne? Die sind einfach nicht gesund, da kannst du nicht viel ausrichten als Kind. Ja, und deswegen, da hätte es auf jeden Fall noch Aufarbeitung gebraucht, auch was aus meiner Sicht, was ihr eigenes Selbstwertgefühl auch angeht, ja, dass sie nicht
Bestätigung zum Beispiel dadurch bekommen muss, dass ihre Kinder auf eine gewisse Art und Weise sie versorgen. Und ja. Und du hast gesagt, du wolltest dann mit 7 Jahren deinen Vater heiraten, oder hast das mal gesagt, ja? Mich interessiert auch immer, wie sich dann solche Themen, die wir als Kinder erfahren haben, dann später in unserem Leben weiterentwickeln. Darüber rede ich ja selber auch viel in diesem Podcast. Hat das in irgendeiner Weise deine spätere Partnerwahl so beeinflusst, dieser Gedanke? Nee, das eigentlich nicht, weil ich habe auch also eigentlich ganz im Gegenteil, muss ich sagen, weil mein Mann ist das ziemliche Gegenteil von meinem Vater eigentlich. Mein Vater ist eher so, ich sag mal, emotional reserviert. Also man könnte ihn als kauzig beschreiben, ja, und ist eigentlich auch tragisch, weil auch da war für mich halt nicht viel an emotionaler Resonanz zu holen. Auch da bin ich so ein bisschen emotional verhungert, kann man sagen, ja. Was eigentlich voll schade ist, weil ich glaube, er hätte das gerne gegeben, aber hat halt auch seine eigene Geschichte, ne? Und konnte das wahrscheinlich auch nicht so. Und er hat auf anderer Ebene hat er alles gemacht, was er konnte, ne? Also egal, ob ich irgendwie nachts irgendwo stand und Hilfe brauchte oder ob er hat dann irgendwie mein Auto getankt und das stand dann getankt vor der Tür oder so. Er hat dann auch immer gefragt, brauchst du hier was, brauchst du da was, brauchst du da Unterstützung und so. Also er hat seine Liebe auf eine ganz andere Art und Weise gezeigt. Genau, aber ich glaube nicht, dass das meine Partnerwahl beeinflusst hat. Nee, würde ich nicht sagen. Also es ist so, ich stimme dir da auch total zu, dass man durchaus den Partner auch teilweise anhand seiner Eltern auswählt, beziehungsweise wir nennen das ja Reinszenierung. Also wir reinszenieren einfach Bilder von Beziehungen, die wir eben mitbekommen haben. Wie gesagt, die Elternbeziehung ist die erste, die wir so erleben und wir beobachten das sowohl, wie unsere Eltern miteinander umgehen, also wie scheint es teilweise einfach normal zu sein, dass Menschen in einer Beziehung miteinander umgehen, als auch diese Muster, wie wir zum Beispiel Liebe und Zuneigung bekommen haben. Es gibt ja zum Beispiel diese Eltern, die ihr Kind in dem einen Moment überhöhen. Du bist das Tollste, ich liebe dich über alles, du bist mein einziger Schatz und mein Ein und alles. Und dann macht das Kind was den Eltern nicht so gefällt und dann heißt es, geh auf dein Zimmer und das Kind wird beschämt oder abgewertet und bekommt oder ignoriert, passiv-aggressiv bestraft, ja. Und sowas beobachten Kinder eben auch oder lernen sie dann als, das scheint also Liebe zu sein. Dieses im einen Moment werde ich überschüttet mit Liebe und im anderen wird sie mir entzogen. Und da kann es zum Beispiel passieren, dass wir das reinszenieren später und dass wir dann in so Beziehungen geraten, die wir irgendwie als On-Off-Beziehung bezeichnen und das für normal halten. Und das Tragische ist, unser Gehirn liebt ja dieses unvorhergesehene Dopamin, ja, dieses Unvorhersehbare. Deswegen scrollen wir auch wie die Bekloppten auf Social Media, weil unser Gehirn eigentlich hofft, das nächste Video ist eins, worüber ich lachen kann oder was mir gefällt, was mir Dopamin gibt. Und ähnlich ist es auch in so einer Beziehung. Also wir lieben dieses Ungewisse. Kommt die Liebe jetzt oder kommt sie nicht? Und dann geraten wir in so einen Strudel, ja, dass wir sowas dann als normale Liebesbeziehung ansehen, obwohl das eigentlich überhaupt nicht gesund ist. Dieses Hin und Her und nicht wissen, liebt mich mein Partner oder meine Partnerin morgen noch oder kriege ich dann wieder irgendwie die kalte Schulter gezeigt. Ja, also wir nehmen das schon mit, dieses Bild, klar. Aber wir suchen uns nicht unbedingt nach einem Vorbild unserer Eltern, dann den späteren Partner oder Partnerin aus. Wir nehmen eher diese Dynamiken mit. Ja. Es kann natürlich dann auch sein, dass mein Partner vielleicht genauso unzuverlässig ist wie mein Vater damals oder dass meine Partnerin irgendwie genauso dominant ist wie meine Mutter oder das genaue Gegenteil. Ja, dass ich mir ganz bewusst das genaue Gegenteil suche. Ich hatte vielleicht eine sehr dominante Mutter und dann suche ich mir als Partner oder als Partnerin jemanden aus, der gefühlt alles mit sich machen lässt oder gar keine eigene Meinung hat oder so, ja. Und ich möchte mal zurückkommen, als du dann den Kontakt abgebrochen hast. Was ist dann passiert? Also wie hat sich das dann auf dein Leben ausgewirkt? Du hast es ja wahrscheinlich unbewusst gemacht, oder? Erstmal? Wie meinst du unbewusst gemacht? Also was passiert ja aus einer Situation heraus, denke ich mir. Also ich glaube, es ist jetzt eine Hypothese von mir, die wenigsten gehen jetzt hin und sagen, okay, ich weiß, was Kontaktabbruch ist und ich mache das jetzt, sondern es passiert ja, da verstricken sich so viele Sachen, dann passiert wie bei euch jetzt vielleicht ein Streit und dann geschieht das einem einfach. Also war es bei mir auch. Ich habe mit meinem Stiefvater keinen Kontakt mehr.
Auch mit meiner Mutter habe ich noch Kontakt, mit der ganzen Familie, aber nicht mit meinem Stiefvater. Sind die noch zusammen? Die noch zusammen. Und es ist nicht immer einfach. Das heißt, ich kann mich sehr gut mit dir da identifizieren. Und meine Frage ist jetzt an dich, nach all diesen Jahren, was hat das bewirkt? Oder inwiefern hat sich dein Leben, denkst du, verändert? Oder was wäre vielleicht auch nicht passiert, wenn du es nicht gemacht hättest? Hast du mal darüber nachgedacht? Also drüber nachgedacht, was passiert wäre, wenn ich das nicht gemacht hätte, habe ich eigentlich noch nicht, so wirklich. Aber ich glaube, ich wäre auf jeden Fall nicht da, wo ich jetzt bin. Also bei manchen gibt es, weil du gesagt hast, ne, wir machen das manchmal irgendwie unbewusst oder so. Ich glaube, bei manchen gibt es eben diesen letzten initialen Streit sozusagen, wo dann wirklich der Bruch passiert. Aber bei ganz, ganz vielen eben nicht. Und das ist auch so mit ein Grund, warum Eltern, zu denen der Kontakt abgebrochen wurde, teilweise sagen, das kam aus dem Nichts heraus. Ich weiß gar nicht warum. Mein Kind hat völlig grundlos mit mir Kontakt abgebrochen. Und es gibt tatsächlich aber klinische Beobachtungen dazu, dass das eben eigentlich so gut wie nie grundlos und auch meistens nicht ohne vorherige Anzeichen passiert. Also teilweise kommunizieren die Kinder jahrelang, was sie verletzt, was sie nicht ertragen, was sie schwierig finden an der Beziehung und versuchen auch, da irgendwie Beziehung zu halten, weil wir haben ja dieses natürliche Bedürfnis, in Kontakt zu bleiben. Also es ist eigentlich nicht natürlich, seine Eltern so komplett zu verlassen, sozusagen, ja. Und deswegen sind die meisten, die versuchen das jahrelang irgendwie, bis sie sich letztendlich daraus entweder schleichend entfernen oder dann mit so einem initialen Streit dann wirklich gehen. Und bei mir war das ja auch so, ich hatte erst zu meinem Vater, habe ich noch den Kontakt gehalten, weil es da eben noch möglich war, aber das wurde dann auch immer schwieriger, weil ich weiß nicht, ob du den Begriff der Flying Monkeys kennst. Das hat man zum Beispiel, wenn so toxische Beziehungen oder narzisstische Beziehungen irgendwie auseinandergehen, dann hat die Person, die vorher eben diese Beziehungsgewalt hatte, meistens noch so Handlanger. Also das ganze Familiensystem ist ja dadurch gestört, dass einer sagt, ciao, ich gehe. Ja, wir können uns Familiensysteme vorstellen wie so ein Mobile. Und wenn du an der einen Seite was wegnimmst, dann gerät das in eine Schieflage. Ja. Und dann wackelt alles. Und das ganze Familiensystem muss sich dann neu justieren. Und das ist was, wogegen die sich natürlich wehren, weil das ist höchst unbequem. Und wenn du vorher zum Beispiel auch, oftmals ist es ja dieses sogenannte schwarze Schaf, was geht, ne? Der Sündenbock, der vorher eben das Problem war. Ja, du bist das Problem, dass die Familie so ist. Und das bleibst du auch danach. Also auch bei mir war das so, ja, ich habe den Kontakt abgebrochen. Ich habe bis zum Tod meiner Oma immer noch gehört, wegen dir ist der Familienfrieden zerstört und wegen dir leidet die ganze Familie und so, ja. Weil das ist höchst unbequem, weil sich dann das Familiensystem plötzlich darauf konzentrieren muss, was läuft eigentlich bei uns schief. Ja, dass einer geht oder vielleicht mehrere gehen, ist ja wirklich meistens nur so das letzte, wie sagt man, Zünglein an der Waage, ja, dass diese letzte Auslösung, wo es dann wirklich rattert, ja, und wo die sich dann mit sich selbst beschäftigen müssen. Und zu meinem Vater hatte ich noch Kontakt, aber da, wie gesagt, Flying Monkeys, er stand zwischen den Stühlen und vielleicht schon sogar sein Leben lang, ja. Er stand zwischen den Stühlen, zwischen seiner Ehefrau, zu ihr loyal zu sein, aber auch seine Tochter nicht zu verlieren. Und er hat sich ganz klar aber eben für die andere Seite entschieden, ja. Und das war dann immer noch so ein Hin und Her, ja, weil ich auch da nicht so richtig loslassen konnte. Aber jedes Mal auch, wenn ich ihn dann wieder getroffen habe, kamen dann auch wieder diese Vorwürfe, ja. Wir haben doch alles für dich getan und wir haben dich doch da und dahin gefahren und du durftest doch Hobbys haben, ja. Und jedes Mal, wenn Eltern so kommen, muss ich ganz klar sagen, da geht's nicht um Beziehung, da geht's um eine Abrechnung. Da geht's um eine Aufrechnung, ja. Du schuldest uns noch was. Du schuldest uns, dass wir mit dir Kontakt haben. Du schuldest uns das Enkelkind. Du schuldest uns Rückzahlung für das, was wir alles für dich gegeben haben. Und das ist nicht Beziehung. Das ist eine Abrechnung, ja. Voll. Und das habe ich quasi jedes Mal gehabt und jedes Mal wieder diesen Konflikt, dass er natürlich darunter leidet, zwischen den Stühlen zu stehen und mich dann aber eben versucht hat, ne, also da, wo du noch Kontakt hast, passiert es eben dann ganz oft, dass dass die Menschen versuchen, noch an dir zu ziehen und willst du nicht wieder und komm, versuch's doch noch mal und die hat's doch gar nicht so gemeint und manchmal auch dann
noch blöder ja so, wenn du nicht so gewesen wärst, hätte sie doch auch nicht so reagieren müssen oder so, ja. Und ja, und da merkt man eben, oder ich habe dann irgendwann gemerkt, auch das ist leider nicht gesund. Ja, das ist keine gesunde Beziehung, wenn ich jedes Mal hier in so eine Abrechnung gerate und jedes Mal mich rechtfertigen muss und mir jedes Mal wieder anhören muss, dass meine Entscheidung, die ich für mich treffe, nicht gegen jemand anderen, nicht um jemanden zu bestrafen oder Rache zu üben, sondern für mich, weil ich es nicht mehr aushalte. Und wenn das jedes Mal nicht respektiert wird und wieder in Frage gestellt wird, und das passiert auch ganz oft, wenn Menschen Familien verlassen und da auch so Machtverhältnisse plötzlich nicht mehr gegeben sind, versuchen die an einem zu ziehen. Die schreiben Briefe, die schicken Pakete, die versuchen über Therapeuten, über Freunde, über Bekannte immer wieder trotzdem noch auf das Kind einzuwirken. Ja. Und das ist manchmal eher so, dass sie das Kind dann noch weiter von sich wegtreiben. Weil das ja nicht ohne Grund passiert, dass jemand sagt, ich brauche den Abstand. Ich habe mich ja auch von meinem Stiefvater da getrennt in der Hinsicht, das habe ich schon mal im Podcast erzählt, wo wir auch über Kontaktabbruch gesprochen haben, nachdem ich auch lange noch so Loyalität ihm gegenüber ausgeübt habe. Also das ist meine Perspektive und meine Meinung. Der hat mich in meiner Kindheit ja nicht gut behandelt und dann waren wir irgendwann an einem Punkt, wo ich praktisch schon keine wirkliche Verbindung mehr zu ihm hatte, aber ihm immer noch zum Geburtstag gratuliert habe, weil meine Mutter das so wollte. Das habe ich dann auch noch jahrelang gemacht und irgendwann dachte ich mir so, warum mache ich das eigentlich? Ich will das doch überhaupt nicht. Es fühlt sich überhaupt nicht richtig an, mich einmal im Jahr bei ihm zu melden und ihm zum Geburtstag zu gratulieren. Ja. Weil ich will das auch überhaupt gar nicht. Und es war mega der Act, zu sagen, Mama, nein, ich mache das nicht mehr, weil das fühlt sich für mich nicht richtig an. Dann kam auch, wie du gesagt hast, dann hatte die ihre Handlanger, so dann kam mein Opa auf mich zu und sagt zu mir auch so, ja, du machst hier voll den Stress, das ist doch kein großes Ding, das einfach mal zu machen. Und ich denke mir so, ja, aber warum denn? So, das bedeutet doch, es hat gar keine Bedeutung, weil ich das auch gar nicht fühle. So. Aber es gehört sich so. Genau, richtig. Und dann, das hat mich gerade daran erinnert, was du gesagt hast. Und ich bin gerade auch wieder in so einem neuen Konflikt. Also ich liebe meinen Opa über alles. Mein Opa ist auch wie mein Vater immer gewesen, ne? Aber ich habe mich jetzt auch schon einen Monat nicht mehr bei ihm gemeldet, weil es eine Verhaltensweise gibt, die ich einfach nicht verstehe. Und das ist diese Verhaltensweise und die übt er halt auch ich weiß, dass die Beziehung zu meiner Mutter und zu meiner Tante genauso ist. Er meldet sich nie. Und alle müssen sich immer bei ihm melden. Und ich habe das jahrelang nicht hinterfragt und gemacht. Aber ich zum Beispiel bin jetzt nach Köln umgezogen und ich hatte voll viel Stress. Und er hat sich nicht einmal gemeldet. Ja. Ich dachte mir so, warum nicht? So. Weil er durch dich versorgt werden möchte und nicht umgekehrt. Und ich habe die ganze Zeit ist in meinem Kopf so, vielleicht melde ich mich mal bei ihm, aber es fühlt sich nicht so richtig an, so wie früher so, ich rufe jetzt meinen Opa an. Und dann habe ich es auch meiner Mutter gesagt, ich so, Mama, ich möchte mich momentan nicht bei ihm melden, weil er sich ja bei mir auch nie meldet. Das ist so nicht ausgeglichen. Das ist keine Beziehung. Es ist so einseitig. Wenn ich mich nicht melde, meldet er sich nicht. Ja. Und irgendwie fühle ich das nicht mehr. Und dann sagt die zu mir, hast du denn kein Mitleid mit ihm? Ich sage, warum soll ich denn Mitleid mit ihm haben? So? Klar, er ist ein alter Mann. Er ist auch, teilweise hat er seine Beschwerden und so, aber keine Ahnung, warum soll ich mich jetzt dann die ganze Zeit bei ihm melden und er nicht bei mir? So, ich sehe das irgendwie nicht. Und es klingt vielleicht jetzt kalt und aber warum denn nicht? Ja, also meine Hypothese, ich kenne euer System ja nicht, aber meine Hypothese ist, dass er sich eben durch dich versorgen lassen hat und nicht umgekehrt. Ja, also wenn wir so einseitige Beziehungen sehen, so er will was von dir, aber er spürt jetzt selber nicht das Verlangen, dir was zu geben, ja, oder wirklich in eine Beziehung zu gehen, indem er mal fragt, wie geht's dir denn eigentlich und wie läuft's jetzt so in Köln oder so, ja, sondern eigentlich will er durch dich versorgt werden. Und du hast gerade gesagt, dass du kein Mitleid hast oder dass deine Mutter gefragt hat, ob du denn kein Mitleid für ihn hast, ja. Und ich finde auch da ist es ganz wichtig, es kann beides da sein. Es darf beides da sein. Ich habe zum Beispiel ganz, ganz großes Mitgefühl für meine Mutter und meinen Vater und für die Geschichte. Das kam auch erst
nach dem Kontaktabbruch, dass ich das dann alles auch ein bisschen besser verstehen konnte und dann nochmal auf also ich habe selber auch Therapie gemacht, ja, und Biografiearbeit und dann nochmal reingeguckt und ich habe da wahnsinniges Mitgefühl, weil sie eben wirklich auch ihre eigenen Verletzungen haben. Und gleichzeitig muss ich mich ja nicht weiter verletzen lassen. Und gleichzeitig kann ich ja meine Grenzen setzen und sagen, ich möchte mich dieser Dynamik nicht mehr aussetzen. Ich darf empathisch sein und Mitgefühl haben und trotzdem darf ich sagen, ich möchte mich in einer Beziehung nicht, zum Beispiel in deinem Fall jetzt irgendwie ausbeuten lassen oder immer der Dienstleister sein, der noch brav anruft oder Karten schreibt, aber selber nichts zurückbekommt, weil letztendlich ist jede Beziehung ein Geben und ein Nehmen. Und in Freundschaftsbeziehungen ist es relativ klar, weil die sind symmetrisch, aber Eltern-Kind-Beziehungen sind halt asymmetrisch. Also da haben wir einen, der uns eigentlich in der Kindheit hätte versorgen müssen, der uns hätte geben müssen, nicht umgekehrt. Und das ist auch, wenn wir wieder auf Ablösung zurückkommen, ja, das ist auch eigentlich der große Schritt der Ablösung, dass sowohl wir Kinder, wir erwachsenen Kinder, uns lösen von den Erwartungen unserer Herkunftsfamilie, dass wir aber auch irgendwann so erwachsen und reif werden, dass wir selbst unsere Erwartungen an die Eltern loslassen können. Weil wir werden nicht in die Ablösung kommen, wenn wir uns ein Leben lang Sachen wünschen, die sie uns offensichtlich nicht geben können und nie geben konnten. Wenn wir da drinnen bleiben, ist das, was manche Menschen als Opferrolle bezeichnen. Ja? Mhm. Ich armes Kind, ich habe das nicht bekommen und deswegen muss ich jetzt mein Leben lang leiden, weil die es mir nicht gegeben haben. Stattdessen übernehmen wir die Verantwortung, wenn wir einigermaßen emotional reif sind, für uns selbst. Wir können uns selbst heute gute Eltern sein. Ich mag immer diesen Spruch nicht, es ist nie zu spät für eine gute Kindheit. Doch, ist es. Das ist einfach verpasst und das darf Trauer auslösen, Trauer um Vergeblichkeit. Wir werden das nicht mehr kriegen, was wir nicht bekommen haben. Wir werden diese mütterliche Fürsorge oder diese väterliche Orientierung, wir werden das nicht mehr bekommen, wenn wir das nicht bekommen haben. Und dass wir jetzt aber ein Leben lang weiter darauf hoffen, dass es nicht abgelöst sein. Ja, und das merken wir dann, wie wir schon gesagt haben eingangs, auch in so Situationen, wo wir wieder zusammenkommen und wo wir dann irgendwie merken, ach Mist, ich bin immer noch der eigentlich den Papa stolz machen will. Ja. Sehen die mich jetzt endlich? Guck mal, jetzt habe ich so einen tollen Beruf oder jetzt habe ich endlich eine eigene schöne Familie oder so. Sehen die jetzt endlich, wie toll ich bin? Kriege ich jetzt endlich die Anerkennung oder, ne? Und wenn wir da drinnen bleiben, dann sind wir sehr wahrscheinlich nicht gesund und ausreichend abgelöst. Mhm. Ja, das Thema ist, ich habe da auch schlechtes Gewissen, das jetzt ihn nicht anzurufen, weil er ja früher er war immer für uns da eigentlich, wirklich. Also auch früher als, ich hatte damals so eine Hüftkrankheit, dann ist er immer nach Bochum gekommen, einmal die Woche aus Bottrop, um mit mir schwimmen zu gehen, weil es die einzige Sportart war, die ich so machen konnte und so. Er hat sich da schon sehr um mich gekümmert. Und das löst jetzt halt so ein schlechtes Gewissen aus, so, ja, er war immer für mich da, vielleicht muss ich dann jetzt auch, ich muss dann jetzt für ihn da sein, weil jetzt ist er so in dieser gebrechlichen, ich sag jetzt mal Rolle, er ist alleine, so meine Oma ist gestorben und so, und dann habe ich jetzt das Gefühl, ich muss mich jetzt um ihn kümmern, ich muss ihn jetzt versorgen. Und vielleicht ist da ja auch was Wahres dran. Ne, das ist halt diese Loyalität, die man dann verspürt. Ja. Das ist halt nicht so einfach, weißt du, wenn jetzt zum Beispiel wenn ein Freund, das hatten wir ja gerade im Café drüber gesprochen, ich hoffe, es ist okay, wenn ich das hier so sage, aber wir haben darüber gesprochen, dass wir auch beide eine tiefe Freundschaft hatten und dann tatsächlich teilweise sogar geghostet wurden und dann oder bei einer anderen Freundschaft dann das irgendwie sehr einseitig geworden ist, so der Kontakt, dann ist es so, okay, ich schulde eigentlich der Person nichts. Wir hatten eine gute Zeit und wir sind irgendwie freiwillig zusammengekommen und jetzt löse ich mich wieder, auch wenn es schmerzhaft ist, ja. Aber bei einer Familie ist es so anders, weil du bist als ganz kleines Kind dort groß geworden, du warst angewiesen auf die anderen Personen und da haben die sich um dich gekümmert. So. Ja. Und als zum Beispiel mein Stiefvater nicht da war oder meine Mutter, keine Ahnung, er hat sich dann investiert und er war auch ein Zufluchtsort für mich und so weiter und so fort. Ja. Und wenn du später in einer anderen Situation, wo ihr nicht mehr abhängig voneinander seid, dann verspürst du halt die Loyalität, du musst es jetzt zurückgeben irgendwie, weißt du? Und das ist ein Konflikt, der nicht so einfach zu lösen ist. Was ist jetzt richtig, was ist falsch? Hast du das Recht dazu,
jetzt so zu denken, weil selbst deine Eltern, selbst deine Mutter und so sagt, ja, ich weiß, dass er sich nie bei uns meldet, aber so ist er halt. Da melden wir uns halt bei dem. Ja. Weißt du? Wir machen eine ganz kleine Pause, in der ich euch einmal daran erinnern möchte, wenn ihr das Video hier auf YouTube schaut, einmal auf den Like-Button zu klicken und wenn ihr das Ganze auf Spotify anschaut oder anhört, uns bitte einmal eine Bewertung zu hinterlassen. Damit sorgst du dafür, dass wir weiterhin solche Gespräche führen können. Danke für eure Unterstützung und jetzt zurück zur Folge. Ja, du sprichst von diesem Rückzahlanspruch, wo ich auch schon gesagt habe, dann, wenn wir da hingehen, dann wird es eine Abrechnung oder eine Aufrechnung. Wer hat was für den anderen gegeben? Aber letztendlich, so hart das auch klingt, wir schulden unseren Eltern gar nichts. Kinder schulden ihren Eltern nichts. Da waren mal irgendwann 2 Menschen, die sich dazu entschieden haben, ein Kind zu bekommen, mit allen Konsequenzen, die das mit sich bringt, es zu versorgen, emotional wie physisch. Und sie haben ihr eigenes Päckchen und dafür, dass sie nicht alles geben konnten, sondern vielleicht nur in ihrem Rahmen ihres Bestmöglichen das gegeben haben, was sie konnten. Und vielleicht war da was zu viel oder zu wenig. Das ist, salopp gesagt, dumm gelaufen. Ja. Und trotzdem hätten sie, klar gesagt, liefern müssen. Ja, sie waren die Eltern, sie hatten die Verantwortung. In einer Eltern-Kind-Beziehung haben immer die Eltern die Beziehungsverantwortung. Die müssen die Beziehung pflegen. Und spannenderweise entsteht dieser innere Konflikt viel weniger bei Menschen, die sich eigentlich gut versorgt fühlen durch ihre Eltern. Die jetzt sagen würden, ich habe so klar, da gab es mal das eine oder das andere, was meine Eltern vielleicht nicht so gut konnten oder wo ich mich irgendwie mal nicht gesehen gefühlt habe oder verletzt wurde. Ja, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, wurde ich gut versorgt und habe eigentlich das bekommen, was ich brauche, nämlich das Wurzeln, ja, Bindung und Flügel. Also ich durfte auch autonom werden und mich abgrenzen. Und das, was du beschreibst, diese innere Zerrissenheit mit dem schlechten Gewissen, muss ich denen was zurückgeben, kommt erstaunlicherweise häufiger bei den Menschen, die sich eher nicht so gut versorgt gefühlt haben. Ja, wo es irgendwas gab, wo sie sagen, ja, das war schon, da hätte ich echt was anderes gebraucht. Und ich verstehe, was du meinst. Du sprichst so darüber, dass das eigentlich, also der Standard ist, versorgt zu werden als Kind. Es sollte so sein. Sollte so sein, ja. Genau, es sollte so sein und nicht umgekehrt. Genau. Und das ist eigentlich nichts, wofür man dann hinterher was zurückzahlen muss, sondern das ist eigentlich der Standard. Ja. Und wenn man aber nicht sich so versorgt gefühlt hat und dann sorgt sich jemand um einen, ist es so, oh, der sorgt sich um mich. Und dann hat man hinterher das Gefühl, okay, jetzt muss ich besonders viel zurückgeben. Ist es das, was du meinst? Ja, also grundsätzlich können wir ja mal sagen, Liebe, also vor allem elterliche Liebe, ja, das kann man jetzt diskutieren, ob das in partnerschaftlichen Beziehungen oder freundschaftlichen Beziehungen auch so ist, aber Liebe ist ja kein Handel. Liebe und Fürsorge, das ist ja kein Handel. Also wenn ich mein Kind liebe, dann tue ich das aus der kompletten Fülle meines Herzens heraus. Und nicht, weil ich dafür etwas zurückbekommen will. Ich will nicht mal zurückgeliebt werden. Ich will auch kein Dankeschön und ich will schon gar nicht, dass mein Kind das irgendwie später zurückzahlt, sondern wenn ich ein Kind habe und das liebe, dann schenke ich diese Liebe her. Wirklich aus der Fülle heraus und nicht aus dem Mangel, dass da irgendwas in mir ist, was noch befriedigt werden will. Zum Beispiel das Bedürfnis nach Anerkennung, ja, das Bedürfnis, du bist eine gute Mutter, du liebst dein Kind wirklich, ja, Selbstwert. Und da, wo das eben zu so einem Tauschgeschäft wird, also wo ich ein Geschenk schenke, aber eigentlich was zurückfordere, wie zum Beispiel eine Gegenleistung, ist es schon eigentlich kein Geschenk mehr, sondern ein Handel. Und so ist es ein bisschen, deswegen habe ich gesagt, Eltern-Kind-Beziehungen sind asymmetrisch. Also die ersten Jahre unseres Lebens oder eigentlich bis zu unserem Erwachsenenleben müssen uns die Eltern versorgen mit dem Geschenk der Liebe, der Fürsorge und uns eben dabei helfen, uns selbst gut versorgen zu können. Und das ist eben der zweite Punkt. Als Erwachsene müssen wir das manchmal dann erst lernen, ja, wie wir uns selbst gut versorgen können, weil wir vielleicht nicht die Werkzeuge bekommen haben, die es braucht, um das direkt zu können. Und auch da müssen wir dann eben die Eltern aus der Pflicht entlassen, ja, uns doch noch zu versorgen. Wir hatten ja im Vorgespräch auch darüber gesprochen, und da haben wir so ein bisschen drüber diskutiert. So ein Kontaktabbruch aus meiner Sicht ist ja auch ein Signal oder auch eine Chance für die Eltern, wach zu werden, aus meiner Sicht. Also da gibt es ja verschiedene Funktionen. Also das eine ist natürlich der Selbstschutz. Ich sage, hier ist die Grenze, weiter nicht, weil das verletzt mich immer wieder
und das beeinflusst mein Leben negativ. Ich kann das einfach jetzt gerade nicht mehr. Und gleichzeitig, und das rührt ja auch da mit hin bei dieser Aussage, ich habe es gar nicht kommen sehen, es ist irgendwie gar nichts passiert. Ja, weil die es einfach überhaupt nicht sehen wollen oder wollten. Ja. Und wenn dann so ein Kontaktabbruch passiert, das ist ja so die letzte Instanz eigentlich, ist das ja wie so ein Signal, so okay, irgendwas scheint ja nicht gut zu laufen, weil sonst wäre das jetzt ja nicht passiert. Also vielleicht sehen die Eltern das die ganze Zeit nicht. Und vielleicht führt es dazu, dass die dann auch anfangen, etwas zu sehen oder dass sich auch beide Individuen weiterentwickeln können und vielleicht an einem anderen Entwicklungsstadium, wo sie sich beide individuell weiterentwickelt haben, wieder zusammenfinden. Also es ist ja auch keine so Endgültigkeit, ne? Also Kontaktabbruch kann endgültig sein, denke ich, aber muss es ja nicht. Es kann ja einfach ein Prozess sein, wo sich gerade zwei Personen erstmal für sich weiterentwickeln müssen, um an einem bestimmten Punkt wieder zusammenzukommen. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben darüber diskutiert, weil du gesagt hast, das kann ja wirklich so ein Aha-Moment sein für die Eltern. Und wenn Menschen zu mir kommen mit der Frage oder in einer Situation, wo sie sich fragen, ob sie Kontakt abbrechen sollen oder nicht und kommen mit der Idee, dann werden meine Eltern verstehen, dann werden sie sich endlich ändern. Da rate ich sehr davon ab. Also sie machen es nicht für sich, sondern sie machen es eigentlich dann auch das so ist ein Erziehungsmittel dann. Also dann strategisch das zu machen. Ja, genau. Dann ist es wirklich so, ich gehe, weil ich hoffe, dass du mir hinterherkommst. Ja, und das ist nicht so gut. Das ist so wie dieses strategisch irgendwie versuchen, eine Beziehung aufzubauen. Ja, ne? Ja, und auch, also wenn ich gehe in der Hoffnung, der andere wird dadurch endlich erkennen, dann verändert er sich endlich, dann gibt er mir endlich das, was ich schon immer von ihm gebraucht hätte. Dann werden sie endlich verstehen und aus der Erfahrung heraus können wir sagen, diese Erleuchtung kommt bei ganz vielen nicht, weil so viele eben in Sachen emotionale Reife nicht auf dem Level sind, dass sie das integrieren können. Und das ist eben allein schon, sehen wir daran, an dieser Aussage, ich weiß gar nicht warum. Es ist doch gar nichts vorgefallen. Es war doch alles super. Das kam aus dem Nichts heraus. Sie hat doch gar keinen Grund gehabt. Ich stimme zu, aber ist das dann nicht der Anfang von einer Reflexion? Also wenn sich das hier jemand fragt, was ist denn jetzt hier gerade passiert? Ich kann mir das gar nicht erklären. Dann fängt man ja an, darüber zu reflektieren. Ist das nicht der Start einer Reflexion eigentlich? Es wäre sehr wünschenswert, wenn das so wäre. Also du sagst, da fängt man ja an zu reflektieren. Man fängt ja an, darüber nachzudenken, warum ist das jetzt so? Man vielleicht, aber sehr, sehr viele nicht. Weil dafür brauchen wir eine gewisse emotionale Reife als Voraussetzung für Empathie zum Beispiel. Für Empathie und für Perspektivwechsel. Und ganz viele fangen eben nicht an, sich zu reflektieren und sich zu fragen, könnte ich einen eigenen Anteil an dieser Situation haben? Sondern sie externalisieren und projizieren. Sie sagen, das Kind ist schuld oder der Partner des Kindes oder die Partnerin hat es dazu gebracht oder der Therapeut hat ihr oder ihm das eingeredet. Ja, also sie externalisieren die Gründe. Gibt es auch eine ganz spannende Studie aus 2019, die Eltern oder beziehungsweise besser gesagt Mütter in dem Fall tatsächlich von entfremdete Mütter befragt hat, also Mütter, zu denen die Kinder Kontakt abgebrochen haben, befragt hat nach den Gründen und die Kinder dazu befragt hat nach den Gründen. Und da gab es eine riesige Diskrepanz. Die Mütter, die Verlassenen, haben gesagt, ja, das war der Partner, das waren Drogen, das waren der Therapeut, also haben die Gründe externalisiert. Ja? Es hatte nichts mit mir zu tun, es waren irgendwelche anderen Umstände, die dazu geführt haben, während die Kinder ein ganz anderes Bild gezeichnet haben. Und deswegen, das wäre so die Idealvorstellung, das wäre wunderschön. Und dann wäre Kontaktabbruch auch wirklich nicht das Ende der Fahnenstange, also nicht endgültig. Wenn sich das daraus ermöglicht, dass beide Seiten wachsen und reifen können, manchmal reicht es auch, wenn derjenige, der den Kontakt abgebrochen hat, also in dem Fall dann das erwachsene Kind, eine Reife erlangt und eine Heilung erlangt, dass eben diese alten Wunden nicht mehr wehtun. Ja, dann kannst du vielleicht als erwachsenes Kind zurückgehen in den Kontakt und kannst das alles eher wie so ein Theaterstück beobachten, aber du bist nicht mehr Teil davon. Du machst nicht mehr mit, du spielst deine Rolle nicht mehr, sondern du kannst es beobachten und vielleicht in einer bestimmten Dosis. Vielleicht sagst du, ja, es ist in Ordnung, wenn ich da einmal im Monat aufkreuze. In der Dosis kann ich das dann gut ertragen, weil ich meine Wunden so weit geglättet habe, dass es nicht mehr
dass ich nicht mehr in diese Verstrickung zurückgezogen werde, dass ich nicht mehr verletzt werde, sondern dass ich das so annehmen und akzeptieren kann und damit fein bin. Also dann würde es theoretisch sogar reichen, wenn nur der oder die Kontaktabbrecherin sich weiterentwickelt. Aber in Wirklichkeit wäre es ja schön, wie du das gesagt hast, dass beide sich weiterentwickeln und dass man auf dieser Grundlage eine neue, gesunde Erwachsenenbeziehung mit den eigenen Eltern führen kann, die eben Nähe und Distanz gesund reguliert und nicht wie so ein Gummiband, dass man immer wieder zurückgezogen wird und das ist dann meistens nicht so gut. Also ich betrachte Kontaktabbruch mittlerweile auch als Prozess, weil ich glaube, es wird dann auch oft sehr, sehr dramatisch gesehen. Aber natürlich auch dann innerhalb der Familie, weil das hast du vorhin gut beschrieben, dass sich das System das Familiensystem komplett verändern muss, wenn eine Person auf einmal geht und dann vielleicht gewisse Machtverhältnisse sich verändern und so. Aber man kann es ja eigentlich so betrachten, wenn jemand geht, egal jetzt ob aus einem geschäftlichen Verhältnis oder aus einer Beziehung oder was, es wird ja immer einen Grund geben. Und das heißt einfach, die Dynamik war nicht mehr stimmig. Und auch wenn sie vielleicht für dich noch stimmig war sie vielleicht für die andere Person nicht stimmig, aber es hat irgendetwas in dieser Dynamik hat ja nicht mehr gepasst. So. Und das heißt aber auch nicht, dass das jetzt endgültig so sein wird, sondern das ist gerade einfach ein Ist-Zustand. Es ist jetzt gerade so, die Person hat sich entfernt, weil die Beziehung ihr vielleicht nicht mehr gut tat. Und ich finde, man darf das dann einfach als Prozess sehen, so. Weißt du? Ja. Anstatt das so dramatisch zu sehen, negativ zu sehen und vielleicht auch mal sich zu fragen, ja, warum ist das jetzt so gekommen? So, und zwar neutral, nicht aus einer gekränkten Situation, wo man sich selbst sein Ego angegriffen gefühlt sondern mal wirklich ehrlich sich zu fragen, was ist eigentlich passiert? So. Aber genau was habe ich nicht gesehen? Ja, und genau dafür brauchst du aber eben diese gewisse emotionale Reife, weil die setzt voraus, dass du nicht sofort in Schamabwehr verfällst. Das haben wir immer wieder das schreiben mir Menschen per E-Mail und ich höre das von meinen Klientinnen, sie gehen auf ihre Eltern zu und wollen eigentlich Kontakt und sie wollen eigentlich Beziehung und sie wollen darüber sprechen, was aus ihrer Sicht nicht gut gelaufen ist oder was sie sich von den Eltern gewünscht haben oder was sie vielleicht verpasst haben oder nicht bekommen haben. Sie wollen eigentlich darüber sprechen, in ein Gespräch gehen. Und dann kommt von den Eltern sowas wie, das hat uns ja auch nicht geschadet oder du warst aber auch echt empfindlich, ja. Du warst ja auch nicht gerade ein einfaches Kind und wir haben dir aber doch alles gegeben und du bist aber ganz schön undankbar. Man muss ja auch die Vergangenheit mal ruhen lassen, ja. Also dann kommen solche Dinge und das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass da sofortige Schamabwehr passiert. Wir wollen uns nicht schämen. Scham ist ein ganz schreckliches Gefühl für uns. Das wollen wir nicht ertragen müssen. Und da, wo wir uns eigene Fehler eingestehen und sagen, ja, da habe ich Mist gebaut, da habe ich mein Kind verletzt. Alleine das zu fühlen, mal als Elternteil. Ich bin jetzt selbst Mama und ich möchte mein Kind auf gar keinen Fall verletzen und werde es trotzdem tun. Das ist das Wichtigste in meinem Leben, mein Kind. Und ich werde es verletzen. Und alleine das zu fühlen, tut richtig weh, das ist richtig unbequem. Wenn ich mir vorstelle, mein Kind sagt später, boah Mama, da hast du mich richtig verletzt mit, ne? Oder da hast du mir echt einen Selbstwertdämpfer gegeben oder so, das tut schon sau weh. Ja? Und da braucht man dann die emotionale Reife zu sagen, ich schaff's mal, diesen Schmerz und dieses Unbequeme, ich habe einen Fehler gemacht, ich bin fehlbar, das auszuhalten und regulieren zu können. Und das konnten ganz viele unserer Vorgängergenerationen eben nicht. Gefühle regulieren, unbequeme Zustände in uns auszuhalten für einen Moment und dann festzustellen, okay, das ist ein scheiß Gefühl. Das fühlt sich gerade an, als würde man mir meinen Wert nehmen oder als wäre ich irgendwie nicht in Ordnung. Aber ich überlebe das ist okay. Im Grunde bin ich gut, aber ich bin leider fehlbar. Und dafür, das auszuhalten und diese Emotionen regulieren zu können, dafür brauche ich emotionale Reife. Und wo die nicht gegeben ist, falle ich eben sofort in eine Schamabwehr. Und da ist dann Selbstreflexion nicht mehr möglich. Da fange ich nicht an, drüber nachzudenken, könnte ich einen Fehler gemacht haben, weil alleine dieses Fehler in mir erkennen so schmerzhaft ist, dass da wird ein Deckel drauf gemacht. Das geht nicht, das kann ich nicht ertragen. Ich
kann mich erinnern, Anfang meiner 20er habe ich immer noch versucht, Sachen zu ändern. So auch in der Beziehung, die ich da mit der Familie hatte oder in der Beziehung, die meine Mutter mit meinem Stiefvater hatte. Ich immer versucht, so denen zu erklären, schau mal, siehst du denn gar nicht, dass du da irgendwie schlecht behandelt wirst? Du hast auch was viel Besseres verdient und ich habe mich da so richtig investiert, weißt du? In die Beziehung zwischen deiner Mutter und deinem Stiefvater? Weil aus meiner Perspektive meine Mutter nie gut behandelt wurde. Ja. So und wird. Also mittlerweile weiß ich das nicht mehr so genau, weil ich mich halt distanziert habe, aber das war so damals so meine Perspektive, meine persönliche, ja. Und dann habe ich mit der Zeit halt immer mehr Distanz aufgebaut und irgendwann kam, ich würde sagen, dann so wie so ein gewisser Selbstwert auch hoch, wo ich gesagt habe, okay, das muss ich nicht machen, das ist meine Entscheidung, so. Das ist eine Beziehung, das ist ja keine Monoziehung, ja. Also, weißt du, was ich meine? Eine wechselseitige, ja. Und ich bin jetzt noch mal weiter, so einen Schritt weiter, wo ich denke, okay, es fällt mir gerade wirklich leichter, Sachen loszulassen und zu sagen, und da knüpfe ich jetzt nochmal an, was ich gerade gesagt habe, das als Prozess zu sehen, weil ich habe da ein ganz prägnantes Beispiel. Mein Stiefvater war immer sehr am Wüten so, was unsere Beziehung angeht. Und aus meiner Sicht, wie gesagt, hat er mich da nicht gut behandelt. Und ich weiß aber, dass sein Vater ihn auch nicht gut behandelt hat, aus Erzählungen mit Gewalt und so weiter und so fort. Und jetzt kommt aber der Wendepunkt in der Geschichte. Sein Vater, den habe ich noch ein paar Jahre erleben dürfen. Wir waren jeden Sommer in Marokko. Es war der liebenswerteste Opa, den ich mir je hätte vorstellen können. Als er gestorben ist, habe ich so krass geweint. Warum? Wissen wir nicht. Wir wissen nicht, warum das so war. So, aber anscheinend war er wirklich früher dieser Vater, den ich vielleicht auch erlebt habe in gewisser Hinsicht. Und als Opa war er dann auf einmal ganz anders. Ja, Großeltern-Enkel-Beziehungen sind ganz anders. Und da dachte ich mir, wenn ich das mir ins Gehirn rufe, in mein Gedächtnis, denke ich mir, ja, hat wahrscheinlich auch niemand gedacht, weil das war auch damals so total verpönt, weil er kam aus einer muslimischen Familie und er hat dann halt meine Mutter zur Frau genommen. Das geht eigentlich überhaupt gar nicht. Also meine Mutter christlich und so. Und trotzdem war sein Vater in der Lage, uns wirklich sehr wohlwollend anzunehmen, was eigentlich überhaupt nicht in deren Kultur dann so reingepasst hat und hat sich so krass um mich gekümmert und sogar mich auch immer verteidigt noch teilweise vor meinem Stiefvater und sich für mich eingesetzt und wir haben da ich mochte sehr Tiere, als ich Kind war und er auch und wir hatten da so eine gemeinsame Verbindung gefunden und er hat dann auch zu meiner Mutter gesagt, der Leon interessiert sich für meine Tiere und meine Söhne haben das nie gemacht. So, und das war so eine richtig tiefe, warme Verbindung. Und wenn ich mir das so ins Gedächtnis rufe, denke ich mir so, ja, und jetzt mal auf das Thema bezogen, Kontaktabbruch. Wer weiß, was passiert? Wer weiß, was in ein paar Jahren passiert? Vielleicht nichts, ne? Es kann auch sein, dass es nichts bewirkt oder. Ja. Aber du weißt es nicht. So, es ist gerade ein Prozess. Jetzt gerade fühlt es sich nicht stimmig an. Vielleicht fühlt es sich in Zukunft wieder stimmig an. Du weißt es nicht. Ja. Und genau mit dieser Ergebnisoffenheit sollte man aus meiner Sicht auch in so eine Entscheidung reingehen. Also es eben nicht zu instrumentalisieren als Rachemittel, als Erziehungsmittel, nicht da reinzugehen mit dieser Hoffnung oder mit diesem eigentlichen Ziel schon vor Augen, das dauert dann vielleicht ein paar Monate oder 2-3 Jahre oder so und dann finden wir wieder zusammen, weil dann haben sie es endlich verstanden. Ja. Dann haben sie selbst endlich Therapie gemacht und das ist einfach auch aus dem Grund tragisch, weil das in vielen Fällen nun mal enttäuscht wird, diese Erwartung. Und weil es eben, wie gesagt, nicht diese echte Ablösung erleichtert, dass wir uns dass wir auch unsere Eltern aus der Pflicht entlassen und dass wir auch Erwartungen loslassen und eben betrauern, was nicht da war und daran eben auch erkennen, was wir uns heute selber geben können. Und ich bin auch der Meinung, ich weiß nicht, wie du das siehst, wir haben so eine tiefe Wahrheit in uns und die spüren wir. Und das passiert mir öfter im Alltag, vielleicht kennst du es auch, wenn man das Gefühl hat, okay, das ist jetzt gerade irgendwie eine schwierige Situation. Nehmen wir nochmal das Beispiel Kontaktabbruch. Ich habe schon die ganze Zeit das Gefühl, das stimmt einfach nicht mehr, die Beziehung, und ich muss Distanz aufnehmen, aber irgendwas hält einen auf. Und dann an einem gewissen Punkt kommst du vielleicht dann zu dem Entschluss, okay, ich muss es jetzt einfach machen, so. Aber das ist so eine ruhige, tiefe Stimme, die immer wieder mit dir spricht. Und das ist für mich so die innere Wahrheit. Es gibt aber noch eine andere Stimme und das ist die ist sehr, wie
wenn du getriggert bist. Das ist eine Stimme, die ist nicht ruhig, die ist so sehr alarmierend, sehr stark, sehr ambivalent. Dann ist die mal da, dann ist sie weg. Kennst du diese beiden Stimmen? Die ruhige, das ist so wie so eine Stimme der Vernunft, die eigentlich mit dir spricht, so deine Wahrheit. Und dann gibt es eine Stimme, die ist so vielleicht sehr laut zwischendurch. So. Und dann kommt sie so und dann nimmt die dich aber voll ein. Und aus meiner Sicht werden viele richtige, auch große Entscheidungen mit dieser ruhigen Stimme getroffen. Bei dir jetzt? So sehe ich das. Ich weiß nicht, ob du die Stimme überhaupt kennst. Also ich würde vielleicht nicht ich würde auch von Stimmen sprechen, aber ich würde sagen, da sprechen unterschiedliche innere Anteile aus uns heraus. Also da gibt es den inneren Anteil, der vielleicht noch verletzt ist oder der eben um seine Grenzen kämpft. Und ich finde, keiner der beiden oder keine der beiden Stimmen ist besser als die andere, weil dieser Anteil, der vielleicht, wie du gesagt hast, getriggert ist und der dann vorprescht und der Grenzen verteidigt zum Beispiel, das ist auch ganz, ganz wertvoll. Also wenn du dir jetzt mal vorstellst, der kommt vielleicht aus einem kindlichen Anteil heraus, ja, wo es als Kind ganz, ganz wichtig gewesen wäre oder war, dass wir unsere Grenzen klar kommunizieren und das vielleicht nicht konnten, weil wir eben in dieser extremen Loyalität zu den Eltern sind. Also ein Kind würde immer eher die eigene Authentizität aufgeben, als die Bindung zu riskieren. Das ist keine gleichwertige Beziehung sozusagen. Es ist eine Abhängigkeitsbeziehung. Das dürfen wir nicht vergessen. Also die erste Beziehung, die wir leben, ist eine, die geprägt ist von extremer Abhängigkeit. Und wenn ich da erfahre, Bindung ist hier abhängig davon, wie ich bin oder wie ich mich vielleicht auch zurücknehme, wie ich diese innere Stimme des Widerstands vielleicht auch deckle, ja, damit ich hier die Bindung sichere. Dann ist es so, dass wir später vielleicht noch ein schlechtes Gewissen haben, wenn die auf einmal rauskommt und die als schlecht labeln, wenn wir spüren, oh, jetzt kommt da aber eine Stimme in uns, die ist wenn wir spüren, jetzt kommt da aber eine Stimme in uns, die ist nicht ganz so ruhig und vernünftig und besonnen, sondern die ist eher so vielleicht wie ein trotziges Kind, ja, was jetzt mal auf den Tisch haut und sagt, so aber nicht mit mir. Und dann eben, wie du gesagt hast, diese Stimme der Vernunft, so die irgendwie wie so eine innere Wahrheit spürt, die vielleicht eher aus einem schon reiferen Erwachsenenanteil heraus entspringt, ja. Gehen wir uns mal in die Situation, dass vielleicht einige Zuhörerinnen Kontaktabbruch gemacht haben und es in so eine Richtung Versöhnungsgespräch kommt oder Versöhnungssituation, okay? Mit den Eltern. Was bedeutet für dich verzeihen oder versöhnen wirklich? Ja, also verzeihen oder Vergebung ist eigentlich, ich lasse alle Erwartungen los. Und ich lasse diesen inneren Groll los. Und ich vergebe dem anderen das, was er getan hat. Und das muss von innen herauskommen. Es gibt kein von außen. Das ist ein innerer Zustand, den können wir nicht von außen herbeiführen oder erwünschen oder mit Druck projizieren. Vergeben und verzeihen muss von innen heraus, aus dem Gefühl herauskommen. Sonst ist es fake, sonst ist es nicht echt. Und dann ist es eben auch nicht das, was Studien uns erzählen. Ja, es gibt Studien dazu. Die sagen zum Beispiel, ja, wer vergibt, ist glücklicher und auch gesünder zum Beispiel. Und diese Studien haben aber alle die freiwillige Vergebung und das freiwillige Verzeihen untersucht und nicht das, was wir aus einem inneren Druck heraus vielleicht spüren, ja. Oder auch so, ich finde das ganz schrecklich, wenn das spirituell missbraucht wird, ja, wenn gesagt wird, du musst verzeihen, sonst schadest du dir nur selbst. Dein innerer Groll frisst dich auf. Und wenn du den nicht loslässt, dann wirst du krank oder dann geht's dir nicht gut. Du schadest dir nur selbst, du musst verzeihen. Und das ist tragisch, ja, weil da instrumentalisieren wir Vergebung und Verzeihen als, wir machen so eine Art Täter-Opfer-Umkehr. Also nicht das, was dir angetan wurde, ist das, was dir schadet, sondern dass du das nicht verzeihen kannst. Und das halte ich für sehr toxisch. Und deswegen ist Verzeihen schon mal nicht das oberste Ziel. Es gibt Sachen, die sind unverzeihlich und das ist okay. Wir können auch inneren Frieden finden, wenn wir nicht verzeihen. Versöhnung geht ja sogar noch mal einen Schritt weiter, weil Versöhnung heißt vergeben und verzeihen und die Beziehung wieder aufnehmen. Und auch das ist in manchen Fällen des Kontaktabbruchs, wenn ich zum Beispiel aus einer missbräuchlichen Beziehung fliehe, ja, wo ich Gewalt erfahren habe, vielleicht immer wieder,
ist Versöhnung auch kein oberstes Ziel. Das ist vielleicht überhaupt nicht gesund, wenn jemand sich versöhnt und Beziehung wieder aufnimmt. Und auch da kann ich sagen, ich kann in einer inneren Ruhe, in einem inneren Frieden auch sagen, es ist in Ordnung, ich kann vergeben oder verzeihen, aber ich möchte nicht mehr in diese Beziehung zurück. Also es gibt keine Versöhnung. Auch das ist in Ordnung und auch dann kann man glücklich und gesund werden. Es geht nämlich mehr, und das untersuchen die oder unterscheiden die Studien leider nicht so genau, es geht eher um diesen chronischen inneren Stress, den ich empfinde. Habe ich jetzt einen chronischen inneren Stress dadurch, dass ich Kontakt abgebrochen habe und immer noch diese innere Sehnsucht besteht oder immer noch das schlechte Gewissen besteht? Muss ich nicht doch noch was? Darf ich das überhaupt? Was sagt denn die Gesellschaft dazu, zu diesem Tabu und so weiter? Wenn ich dadurch inneren chronischen Stress habe, dann wissen wir auch aus Studien, chronischer Stress kann krank machen. Wenn ich aber in der inneren Ruhe bin und sage, es ist in Ordnung, ich kann das akzeptieren und betrauern und gleichzeitig möchte ich mich dem nicht weiter aussetzen, dann kann auch das dazu führen, dass ich glücklich und gesund lebe, ja, auch ohne die Beziehung wieder aufzunehmen. Und das heißt, du hast jetzt gesagt, wenn Menschen, die Kontakt abgebrochen haben, in ein Versöhnungsgespräch gehen, dann hat das ja schon ein Ziel. Also dann gehe ich mal davon aus, dass beide Seiten schon beschlossen haben, weil das muss ja was sein, was von beiden Seiten kommt, dass beide Seiten sich schon einig darüber sind, wir wollen Beziehungen wieder aufnehmen und neu gestalten. Und dann braucht es aber auf Seiten derer, die verlassen wurden, die Verantwortungsübernahme und auch die Bereitschaft zu sagen, ich möchte das jetzt auf neue Füße stellen. Ich brauche ein neues Fundament für diese Beziehung, weil sonst geht es genauso weiter wie früher. Sonst bleiben wir in der Verstrickung und es wird immer wieder reinszeniert, was wir sowieso unser ganzes Leben lang schon erfahren haben. Und dann ist es immer wieder on-off, on-off, on-off. Also deswegen sage ich auch Menschen, die Kontakt abgebrochen haben und sich wieder... Die erste Phase ist meistens so Erleichterung, Befreiung, so fällt wie so eine Last ab, endlich kann ich ein bisschen freier gehen. Manchmal auch nicht, weil dann diese ganzen Briefe und Versuche über andere und so erstmal noch kommen, ja. Irgendwann hört es vielleicht auf und dann hat man endlich mal so das Gefühl so, jetzt kann ich mal atmen, jetzt kann ich wirklich mal gucken, wie kann ich mein eigenes Leben leben? Und dann kommt manchmal so eine Art Sehnsucht, so dieses, eigentlich wünschen wir uns ja Kontakt und eigentlich vermissen wir vielleicht die Person. Und eigentlich gab es ja auch viele schöne Momente, für die ich dankbar bin auch. Und das ist so wichtig, diese Ambivalenz auch aushalten zu lernen, dass ich dankbar für viele Sachen sein darf und gleichzeitig manches nicht mehr akzeptieren oder ertragen möchte. Und wenn dann diese Sehnsucht kommt, fallen manche eben auch wieder zurück und sagen, okay, nee, wir müssen uns irgendwie versöhnen, ich nehme den Kontakt wieder auf. Und dann kriegen sie wieder einen auf den Deckel. Ja, und dann ist nach 2 Monaten wieder, nee, es geht doch nicht, ich muss da wieder raus. Und dann dauert es wieder ein paar Monate und dann merken sie wieder, oh Gott, ja, aber da zieht irgendwas an mir und Loyalität und Sehnsucht und ich will doch eigentlich und die Kinder und die Großeltern und so, ja. Dann gehen sie wieder zurück und kriegen wieder den Dämpfer. Ja, weil wenn sich in der Zwischenzeit nichts bewegt, ja, auf keiner von Seiten vielleicht oder nur auf einer Seite, bleiben die Verstrickungen. Das bleibt dieselbe Dynamik, auch wenn die Eltern schon verstorben sind vielleicht, ja. Ich fand das jetzt sehr schön und gut von dir beschrieben, wie du das so differenziert hast, weil ich glaube, also mir inklusive, dass das viele Menschen gar nicht so differenzieren. Also verzeihen hast du gesagt, ist erstmal so das Lösen von Erwartungen und Groll, also das Loslassen, und die Versöhnung ist sozusagen ein Schritt weiter, ist nicht nur diese Vergebung und Verzeihung, sondern auch dann wieder den Kontakt aufzunehmen. Also es ist wirklich nochmal ein Schritt weiter. Und dann fand ich auch sehr schön, was du beschrieben hast, dass oft, wenn wir vielleicht im Verzeihen sind, das heißt, wir haben gesagt, okay, wir haben keine Erwartung und keinen Groll mehr, aber wir wollen jetzt trotzdem keinen Kontakt großartig mehr aufbauen, dass dann trotzdem die Sehnsucht kommt und in uns so eine krasse Ambivalenz erzeugt. Wir kennen es ja auch aus vielleicht partnerschaftlichen Beziehungen, wo man gesagt hat, okay, wir beenden das jetzt hier, weil das funktioniert nicht mehr, und dann trotzdem immer wieder on-off wegen der Sehnsucht, und dieses Gefühl kennen wir ja sehr gut. Und da hast du gesagt, es ist wichtig, dass man lernt, diese Ambivalenz auszuhalten. Was hilft einem denn, so eine solche Ambivalenz aushalten zu können und damit umzugehen? Ja, ich glaube, es hilft einem, wenn man ziemlich gut ist in Emotionsregulation. Also wenn wir gut darin sind, Nervensystemzustände der Erregung, zum Beispiel Trauer, Wut, Groll, aushalten zu können oder auch Sehnsucht.
Und nicht das Gefühl zu haben, das überschwemmt uns und wir gehen daran zugrunde, wir können das nicht aushalten. Weil dann haben wir dieses Gefühl, wir müssen das wegmachen. Wir müssen sofort irgendwas tun, damit wir uns besser fühlen. Und wir sind halt auch in so einer Feel-Good-Gesellschaft mittlerweile, wo wir glauben, wir können alles erreichen und wir können uns immer gut fühlen. Und wir müssen unsere Umwelt so gestalten, dass es uns immer gut geht und dass wir immer glücklich sind. Und wir haben fast schon verlernt, Sachen nicht zu haben. Oder Sachen zu betrauern, sowas wie Vergeblichkeit, es geht halt einfach nicht. Ja, also dann zum Beispiel festzustellen, so sehr ich es mir wünsche und so sehr ich Sehnsucht danach habe, ja, es geht einfach nicht. Ich werde es an dieser Stelle nicht bekommen. Das ist wie so als würdest du unter so einem vertrockneten Wasserhahn stehen und nach Flüssigkeit lechzen, aber der wird nie wieder Wasser führen, ja. Und deswegen, wenn wir das schaffen wollen, müssen wir uns ganz gut selbst kennen und eine gute Selbstverbundenheit haben, dass wir sagen können, okay, ich darf das jetzt vermissen. Vermissen ist okay. Ja, vermissen gehört zum Leben dazu. Etwas zu vermissen, was man nicht hat. Und zu betrauern, was man nie hatte, gehört dazu. Und da darf ich mich durchführen. Und wenn ich das nicht kann, darf ich mich dabei begleiten lassen. Ja, weil nicht wir alle, aber viele von uns haben eben von ihren Eltern gar nicht so gut lernen können, wie das funktioniert mit den Emotionen. Dass wir die nämlich erstmal spüren müssen und vielleicht sogar benennen, aha, okay, ich bin jetzt traurig, dass ich was gerade nicht habe. Dass wir dem dann Raum geben müssen, also die Emotion verkörpern müssen. Emotion kommt von emovere, das heißt nach außen bewegen. Also Emotionen wollen fließen und nach außen bewegt werden, wirklich mit Bewegung. Und nicht einfach runtergedrückt und ich schluck das jetzt und muss das irgendwie halten, ja. Dass wir das also verkörpern, die Emotionen, der irgendwie Raum geben, die bewegen können, zum Beispiel durch Weinen. Und dass wir sie dann regulieren können. Also dass wir dann sagen, man kennt es so, wenn das einmal so durch einen durch ist und manche machen dann so nach dem Weinen, ja, oder haben so einen Seufzer, andere müssen gehen und so dieses Gefühl so, das war jetzt ganz schön krass gerade, aber jetzt ist mein Nervensystem wieder im Zustand, wo ich habe das überlebt und jetzt ist auch wieder gut. Und wenn wir diese Welle surfen können, mit allen Emotionen, die zu uns gehören, dann fällt es uns auch leichter, solche unbequemen Zustände wie ich vermisse was, ich habe eine Sehnsucht, ich ertrage es kaum, dass ich das nicht habe, ja, das aushalten und regulieren zu können. Was hilft dir persönlich, dein Nervensystem zu regulieren in solchen ambivalenten Situationen, der Sehnsucht zum Beispiel? Ja, alles. Also ich sage immer, tanzen, singen, wirklich alles, wirklich, für mich ist Bewegung ganz, ganz groß, weil wenn wir gerade so Trauer und so, ne, Trauer, Scham, das macht klein, das macht verengt, das macht fest und das ist auch okay, weil das entsteht ja in Situationen, da sind wir nicht offen nach außen, beweglich, geschmeidig. Wenn wir aber unserem Nervensystem bottom-up, also von unten nach oben sozusagen, von unseren Sinneseindrücken an das Gehirn kommunizieren, hey, guck mal, du kannst dich trotzdem bewegen. Du kannst auch, während du traurig bist, tief durchatmen. Ja? Du kannst trotzdem deinem Körper ermöglichen, dass das durch dich durch darf. Dann signalisiert unser Gehirn, okay, es scheint keine echte Lebensbedrohung zu sein. Das hilft mir persönlich überhaupt, mich zu regulieren. Also Bewegung, auch Atemtechniken und wirklich mich mittlerweile relativ gut selbst halten zu können in diesen unbequemen Zuständen. Aber dafür hat es auch einiges an Übung und Nervensystemarbeit gebraucht. Hanna, am Ende des Podcasts stellen wir immer dieselbe Frage. Oh. Stell dir vor, wir könnten jetzt einen Satz an die Menschen rausschicken, den sie alle lesen werden. Welcher Satz wäre das? Oha, ja. Also ich würde wahrscheinlich sowas sagen wie, mach deine innere Arbeit. Also schau mal auf dich selbst, auf deine Geschichte, was du so mitbekommen hast, auf deine Prägungen, räum deinen Seelenkeller auf, auch damit du ihn nicht an die nächste Generation weitergibst. Hanna, wo können die Menschen dich finden? Auf Instagram unter Hanna Blankenberg oder auch auf meiner Webseite hannablankenberg.de. Genau, da bin ich relativ aktiv, also zumindest auf Instagram, die Webseite jetzt nicht so. Und genau. Hanna, vielen lieben Dank, dass du heute hier warst und ja auch deine persönliche Story mit uns geteilt hast. Ja, freut mich. Danke. Danke dir.